Servus Leute, kürzlich haben mich ein paar Zuschauer von euch auf Instagram auf eine Story von Michael Truppe von Let's Bastel aufmerksam gemacht. Und zwar auf die da hier. Sind wir gerade beim Spazieren, gell? Und ich bin jetzt so ein bisschen auf Ideen suchen, falls sie mal vielleicht ein Haus haben sollte. Schau mal, das sind im Endeffekt nur verschiedenfarbige, ganz normale Steine, also halt schwarze und in dem Fall helle. Und dann haben sie das gemacht. Könnt ihr von meinem Haus zum Beispiel ein Let's Bastel Logo machen. Guck mal, hier sind 2 Hände. Ja, aber jetzt Frage an euch, wie ist das gemacht? Was meint ihr? Sind da die Steine hingelegt? Dann ist Fließestrich dazwischen kippt worden oder wird da eine Betonschicht und dann wird es reindrückt und wie kriege ich die Form? Mache ich da eine Schablone oder ich habe keine Ahnung, wie würde ich das jetzt machen? Ja, schaut auf jeden Fall schon mal interessant aus. Mal schauen, ob ich Michael weiterhelfen kann. Aber ich habe natürlich geplant, es ein bisschen anders umzusetzen und vielleicht sogar besser. Fangen wir an. Als erstes brauchen wir wieder meine Schalung und ich weiß noch genau, dass ich von einem Projekt noch irgendeinen Kreis übrig habe. Jetzt nur wieder finden in dem ganzen Reststapel hier. Ah ja, okay. Oder? Das schaut schon mal gut aus. Damit können wir arbeiten. Ich versuche das Schalungsholz nämlich immer möglichst oft zu verwenden, weil es schon zum einen die Umwelt und vor allem auch einen Geldbeutel. Als Umrandung verwenden wir hier die Rasenkante. Die habe ich auch schon bei einem anderen Projekt verwendet. Das wird heute eine schnelle Nummer. Die Höhe müsste ungefähr passen. Ja, das sieht gut aus und die Länge, die passen wir uns an. Jo, perfekt. Jetzt noch die Schrauben rein und dann sind wir mit der Schalungsform schon fast fertig. Dann haben wir immer noch die obligatorische Silikonfuge, dass die Schalungsform auch dicht ist und dass uns der Beton unten nicht ausläuft. Hier ist es zwar nicht so wichtig, weil wir hier ausnahmsweise mal nicht die Unterseite, sondern die Oberseite als Sichtseite verwenden dann. Als letztes habe ich dann noch ein Trennmittel auf die Oberfläche aufgetragen, dass man den Beton nachher wieder ganz einfach ausschalen kann und dass er uns nicht an der Spanplatte haften bleibt. Das sind alles Arbeitsschritte, die kennt ihr schon aus vorangegangenen Videos, da braucht man nicht näher darauf eingehen. Im Schalungsbau sind wir dann auch schon durch. Ja, ging doch ratzfatz diesmal und dann können wir auch schon mit dem Beton und den Mosaikstein weitermachen. Ja, dazu brauchen wir jetzt verschiedene Farben und die werden wir uns jetzt im Baumarkt besorgen. Kommt einfach mal mit. Eigentlich ist es ja ein Terrazzo, was ich hier herstellen will und das bedeutet, ich brauche Natursteine in 2 verschiedenen Farben. Die kriegt man in jedem Baumarkt in der Gartenabteilung, meistens als Zierkies. Und da schauen wir jetzt einfach mal, was da ist. Das Let's Bastel Logo hat ja die Farben Rot und Weiß. Rot lässt sich natürlich mit Stein sehr schwer umsetzen, deswegen werde ich es schwarz-weiß umsetzen als guten Kontrast. Die Schrift weiß und die restlichen Teile vom Logo schwarz. Ja, da will ich einen Basaltstein verwenden und nach Möglichkeit Marmorkies. Jetzt schauen wir mal, was da ist. Ihr seht, habe ich alles bekommen. Die Basaltkörnung war ein bisschen klein und letztendlich auch ungeeignet, aber das werdet ihr dann gleich sehen. So, da sind wir schon wieder. Können wir weitermachen. Als nächstes ging es dann mit dem Beton weiter. Den habe ich mir selber angemischt aus Zement, Sand und Kalksteinmehl. Da habe ich gleich die nächste Komponente verwendet, die nicht geeignet ist, nämlich den Sand. Seht die Farbe braun, die ist ziemlich intensiv, fast schon orange. Eben auch für das Projekt nicht geeignet. Das hat auch dazu geführt, dass der erste Versuch gescheitert ist. Die Konsistenz von dem Beton soll so leicht klebrig sein. Ja, die ist optimal. Den können wir verwenden. Und den gibt man jetzt hier einfach mal in die Schalungsform rein. Die Schalung mache ich jetzt zunächst mal nur halb voll, weil da muss auch noch eine Armierung mit rein und die Steine brauchen ja nach oben hin auch noch ein wenig Platz. Zur Armierung verwende ich heute so ein Reststück Estrichgitter. Normal würde ich da Armierungsgewebe verwenden, aber ich habe aktuell nichts mehr da. Deswegen verwenden wir das hier. Eigentlich auch peinlich. Ich habe einen eigenen Online-Shop und dann habe ich selber nichts da, aber ich muss demnächst wieder mal ins Zentrallager fahren und dann gibt es wieder Nachschub. Dann können wir auch gleich mit unseren Steinen weitermachen. Ich habe ja gesagt, dass ich das Let's Bastel Logo bauen will und da habe ich mir hier das Logo von Michael Truppe mal aus Karton ausgeschnitten. Das Ganze habe ich vorher Hand gemacht. Ich denke, dafür sieht es ganz gut aus. Also man erkennt es zumindest. Die Rückseite habe ich mit wasserfestem Klebeband aufgeklebt, dass mir der Karton dann im Beton nicht gleich aufweicht. Und das legen wir jetzt hier rein und dann können wir danach unsere Steine legen. Die Risse von dem Logo zeichne ich mir hier jetzt im Beton an. Und nachher auch weiß, man die verschiedenen Steinfarben verlegen muss. Ja, das sieht man soweit. Als nächstes habe ich dann die weißen Marmorsteine in den Beton eingelegt. Das ist letztendlich wie ein Puzzlespiel. Man muss sich die Steine aussuchen, die oben eine flache Oberfläche haben und die auch gut zusammenpassen, sodass man möglichst wenig Zwischenräume im Beton hat. Letztendlich ist die Arbeit fast schon Kunsthandwerk. Da kann man sich natürlich jetzt unendlich lang verkünsteln und je mehr Mühe man sich gibt, so besser sieht es natürlich später auch aus.
So, mit dem weißen Schriftzug bin ich fertig. Jetzt kommen noch die schwarzen Steine. Da habe ich mir ja hier den schwarzen Basalt besorgt. Aber da werde ich ein bisschen umdisponieren. Also ich werde es mit schwarzem Basaltsand machen. Da mische ich mir jetzt hier eine kleine Mischung an und damit werden wir hier den Rest ausgießen. Ich denke, das wird besser funktionieren als mit den groben Steinen. Im Mörtel habe ich dann noch schwarze Farbpigmente beigemischt, dass wir dann später den Farbkontrast haben, den ich eigentlich mit den Basaltsteinen erzielen wollte. Und dann habe ich die Form rundum mit dem dunklen Mörtel ausgegossen. In den einzelnen weißen Marmorsteinen waren jetzt natürlich auch noch Zwischenräume, die ich auch noch irgendwie ausfüllen musste. Ich habe mir dazu einen weißen Mörtel angemischt aus Weißzement, Kalksteinmehl und einem Fließmittel. Geplant war eigentlich, dass ich damit dann die komplette Schrift rundum ausgieße und dass es dann später eine einheitlich weiße Fläche wird, weil ich bin davon ausgegangen, dass ich noch einiges runterschleifen muss. Ja, hätte theoretisch auch funktionieren können, aber hätte Fahrradkette. Sprichwort kennt ihr. Nach 2 Tagen ging es dann mit der Oberflächenbearbeitung weiter. Hier muss man ja genauso wie beim Terrazzo die Oberfläche nochmal abschleifen und polieren, sodass dann die Gesteinskörnung auch zum Vorschein kommt. Das hat zunächst ganz gut funktioniert. Ich habe hier die Betonfräse verwendet, damit plagt man sich nicht, damit geht es relativ einfach. Die gute Nachricht, mit dem Grobschliff bin ich durch. Und die schlechte, das Ergebnis schaut halt einfach richtig scheiße aus. Überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn man sich das Ergebnis mal anschaut, hier kommt überall der dunkle Sand durch. Hier hat es das Schwarze komplett weggefräst. Nee, das geht überhaupt nicht. Und jetzt, wenn ich es nochmal genau überdenke, es hätte so einfach sein können. Ich hätte mir einen Haufen Arbeit sparen können. Und ich wähle natürlich den kompliziertesten und letztendlich auch schlechtesten Weg. Die ganze Arbeit umsonst. Oh Mann! Aufgeben war für mich in diesem Fall auf jeden Fall keine Option. Ich wollte auf jeden Fall wissen, ob ich es hinbekomme. Und diejenigen von euch, die meinen Kanal schon länger verfolgen, die wissen ja auch, dass ich nicht wegen jedem kleinen Rückschlag die Flinte gleich ins Korn werfe. Diesmal bin ich allerdings ein bisschen anders vorgegangen. Ich habe den Beton, den ich als Grundmasse verwendet habe, gleich schwarz eingefärbt und dann die ganzen Kieselsteine nochmal der Reihe nach eingesetzt. Beim zweiten Mal ist es sogar besser geworden als beim ersten Mal, weil ich hier kleine Abstände gemacht habe. Und schon allein deswegen, ja, sage ich, hat es sich gelohnt. Es ist nie eine Option, sofort aufzugeben. Das ist eine Lektion, die ich in den letzten Jahren selber gelernt habe. Erfolg hat man nur, wenn man dran bleibt und sich durchbeißt. Aber das ist hier allgemeines Geschwafel. Ja, ihr wisst, was ich meine. So Leute, ich bin jetzt wieder an dem Punkt angelangt, wo ich vorher abgebrochen habe. Und ich muss sagen, die Arbeit hat sich echt gelohnt. So sieht das Ergebnis jetzt nach dem Grobschliff aus. Und ihr seht schon, das ist um Welten besser. Jetzt will ich das Ganze noch ein bisschen polieren. Und da habe ich so Handschleifpads mit verschiedenen Körnungen. Ich hätte zwar auch eine Poliermaschine, aber solche kleinen Flächen kann man jetzt auch mal mit der Hand machen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Die Pads haben eine Diamantbeschichtung. Und man muss einfach nur so lang mit einer Körnung schleifen, bis die Oberfläche keinen Widerstand mehr bietet. Bis das Pad eigentlich nur noch auf dem Wasserfilm gleitet und dann kann man mit der nächstgrößeren Körnung weitermachen. Die Polierpads werde ich euch mal unten in der Videobeschreibung verlinken, dann könnt ihr sie euch mal anschauen, wenn es euch interessiert. So können wir es lassen. So schaut schon mal echt richtig gut aus. So Freunde, die Platte ist fertig. Hier seht ihr das Endergebnis und ich muss sagen, ich bin eigentlich echt zufrieden. Es gibt noch ein paar kleine optische Schönheitsfehler, die man noch besser machen kann, aber ja, im Grunde genommen habe ich es mir so vorgestellt. Da ist noch Luft nach oben. Wenn ich es wahrscheinlich noch ein drittes Mal machen würde, dann wäre es perfekt. Aber wenn man sich die erste Platte und die zweite Platte im Vergleich anschaut, also ich würde sagen, das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und so, ja, macht schon was her, muss ich sagen. Oder? Was sagt ihr dazu? Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Frage, was mache ich mit der Platte? Ich denke, wenn ich den Michael demnächst wieder mal sehe oder in Memmingen besuche, dann nehme ich sie mit und dann kann er sie sich bei sich daheim in den Garten legen. Ja, für heute wären wir durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns demnächst wieder zu neuen Projekten. Bis dahin macht's gut. Ciao.